Beim Urban Sketching schätze ich Material, das auch viel Bewegung und schräge Plätze aushält. In diesen 2,5 Wasserfarbenmaterial-Hacks zeige ich einen unkippbaren Wasserbecher, wie du Näpfchen in beliebige Farbschachteln und Döschen rutschsicher montieren kannst und wie ich schaue, dass ich keine giftigen Künstlerfarben kaufe. Wir möchten ja meistens vermeiden, dass das passiert, vor allem wenn Wasser drin ist, sondern dass das Wassergefäß, auch wenn wir ein bisschen uns bewegen beim Malen, stabil auf der Palette bleibt. Und ich zeige euch jetzt, wie ihr ganz einfach so ein Wassergefäß machen könnt, das gut hält. Ihr braucht dazu ein Gefäß. Ich habe hier eine alte Filmdose von einem Fotografen. Wenn das Gefäß einen gut schließenden Deckel hat, ist das noch praktisch, um das Wasser auch gerade da drin zu transportieren. Und sonst könnt ihr es einfach am Ort füllen und wieder leeren. Dann habe ich hier so flache Scheibenmagnete. Hier habe ich schon 2 ganz kleine, einen ganz kleinen und ich brauche noch Klebestreifen. Wenn ich da einfach einen Magnet reingebe und das da drauf stelle, dann hält das auch schon. Aber wenn ich dann das Wasser ausschütte, verliere ich vielleicht den Magneten. Deshalb kommen da die 2 Magnete rein, einer außen und den außen sichere ich da noch mit Klebstreifen. So, und ich habe innen mehr Magnete als außen, weil die Magnete bleiben ja auch gerne auf dem Eisen von der Palette und so lösen sie sich leichter, also dieser Magnet will dann zu den beiden da drin. Ja, fertig ist der ziemlich auslaufsichere Malbecher. Hier zeige ich euch, wie ihr so eine Befestigung für die Malnäpfchen machen könnt, für einen beliebigen Kasten für die Farben. Ich habe die hier so geklebt, damit ich nebendran die Pinsel versorgen kann und die nicht so überall in der Palette rumrutschen. Und hier wollte ich viel mehr Farben drin haben, als eigentlich vorgesehen sind für diesen Kasten. Und wenn ich die Farben so miteinander rausnehmen kann, dann kann ich zwischendurch auch mal den Malkasten waschen. Also du brauchst dazu eine Dose oder einen Malkasten. Hier habe ich jetzt eine kleine Dose und schon ein Stück Plastik angeklebt als Zusatzpalette. Du brauchst die Farbnäpfe, die du aufkleben möchtest. Das ist ein Stück Getränkekarton, einen Kugelschreiber da zum Anzeichnen, Teppichklebband und eine Schere. Und wenn du es noch besonders gut in der Dose festmachen möchtest, kannst du auch noch einen Magneten ankleben. Jetzt zuerst muss ich schauen, wie groß diese Einlage sein muss. Drumherum anzeichnen. Dann ein bisschen innerhalb schneiden. Ich lasse lieber noch ein bisschen zu viel als zu wenig Karton dran. Und ich habe schon
Malkästen, wo ich also einen Getränkekarton viele Jahre gebraucht habe. Die halten ewig. Also, jetzt probiere ich mal. Das ist hier noch zu groß. Es macht auch nichts, wenn es einen Millimeter kleiner ist. Hier war es, glaube ich, noch zu groß. Ja, jetzt passt's. So. Jetzt die weniger hübsche Seite belege ich mit doppelseitigem Klebband. Ich habe hier Teppichklebband. Schneide da den Rand entlang ab. Gut, jetzt habe ich eine klebrige Fläche. Ich glaube, bevor ich das da reinmache, klebe ich hier noch den Magneten auf. Dann bleibt es auch drin, wenn ich es sehr schräg halte. Jetzt habe ich da zum Voraus schon, bin ich gar nicht sicher, doch ich habe ausprobiert, wie das da drauf passt und wie ich es anordnen möchte. Ich habe gern ähnliche Farben nebeneinander, weil manchmal beim Mischen, wenn sie so nah sind, kann schon ein bisschen Farbe hinübergehen. Deshalb habe ich das Ocker beim Gelb und das Siena beim Rot und so. So, ich drücke es noch so an, damit ich keine farbigen Finger bekomme. So, und jetzt habe ich da einen Malkasten mit 8 Aquarellfarben und 2 Flächen zum Mischen. Und ich kann da auch das Wasser noch draufstellen. Früher waren in vielen Farben giftige Schwermetallpigmente wie Blei oder Quecksilber und auch heute gibt es immer noch Künstlerfarben, die zum Beispiel Cadmium enthalten. In Studien- und Schülerfarben aus Europa ist das normalerweise kein Problem. Hier zeige ich, wie ich versuche, giftige Pigmente in Künstlerfarben zu vermeiden. Wenn man Tuben oder Näpfli mit Künstleraquarellfarbe genau anschaut, ist das kleinstgedruckte oft die internationale Pigmentbezeichnung. P, ein Buchstabe und eine Zahl. Ich kann mir also die Verpackung genau anschauen und dann im Internet nachsehen, was das ist. Also ich gehe auf artistcreation.com und jetzt möchte ich da dieses PR 255 auf dem Zinnoberton nachschauen. Das ist ein Rot. Ich gehe also auf Red. Hier suche ich mir PR 255 und kann hier lesen, das ist ein Pyrolrot. Es ist ein Cadmium-Farbton, aber ohne Cadmium. Es ist synthetisch, organisch. A, das ist die Spalte, die mich interessiert. Hier ist die Giftigkeit. Und A ist harmlos. B, da lohnt es sich schon hier zu lesen. Und wenn da C steht, das ist zum Beispiel, wenn Cadmium drin ist, das würde ich jetzt nicht in den Wald schütten oder riskieren, davon zu trinken. Lass mich doch in den Kommentaren wissen, wenn du Fragen oder Themenwünsche hast. Ich hoffe, du konntest etwas mitnehmen von diesem Video
und würde mich über einen Daumen hoch freuen oder wenn du meinen Kanal abonnierst. Mehr Urban Sketching Tutorials findest du hier, Wander- und Skizzenbücher hier und Kurse vor Ort auf meiner Webseite.